wo viele Wählerinnen und Wähler sich entschieden haben, taktisch ihre Stimme einzusetzen, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass wir dabei unter die Räder gekommen sind. Natürlich müssen wir uns aber auch fragen, wie konnte das passieren? Ich habe dafür 3 Gründe. Hey Leute, wer hätte das gedacht? Die Grünen haben es wieder mal geschafft. Aber diesmal nicht in den Landtag, sondern direkt raus. Und wer ist schuld? Na klar, die Wähler. Wenn ihr einfach richtig gewählt hättet, dann wären die Grünen jetzt nicht am Boden. Aber so, tja, da habt ihr's. Auf geht's. Frau Lang, wir wissen nicht, ob die Grünen wieder in den Brandenburger Landtag einziehen können, aber die Hälfte ihrer Stimmen im Vergleich zu 2019, wir haben sie eingeboost, so viel ist sicher. Wie konnte das passieren? Tatsächlich wird es noch ein langer Abend werden, da wir nicht wissen, ob wir im Landtag sitzen. Aber so oder so ist klar, dass dieser Abend für uns eine herbe Enttäuschung ist. Wir haben gerade in den letzten Wochen und Tagen des Wahlkampfs gesehen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dietmar Woidke und der AfD gab, wo viele Wählerinnen und Wähler sich entschieden haben, taktisch ihre Stimme einzusetzen, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass wir dabei unter die Räder gekommen sind. Natürlich müssen wir uns aber auch fragen, wie konnte das passieren? Ich habe dafür 3 Gründe. Erstens, wenn taktisch Wählen so sehr im Fokus steht, dass es eigentlich nur noch darum geht, wer das kleinere Übel gegenüber der AfD ist, dann ist das ein Problem für die Demokratie, denn so wird man kaum für Demokratie begeistern können. Zweitens müssen wir uns anschauen, dass viele Menschen sich nicht gehört fühlen von der Politik und wir als Grüne im Bund und im Land näher an die Lebensrealität, insbesondere der Menschen im Osten müssen. Und drittens müssen wir es doch hinbekommen, zwischen den demokratischen Kräften in einen Ideenwettbewerb um die besten Ideen für die Demokratie einzusteigen. Das ist ehrlich gesagt bei diesem Wahlkampf nicht gelungen und es ist auch uns nicht gelungen an dieser Stelle. Das muss man so ehrlich sagen. Aber genau, abgesehen vom Woidke-Effekt, den Sie beschrieben haben, den es wahrscheinlich gab, das werden die Nachwahlbefragungen zeigen. Inwieweit ist es aber auch die Quittung, ähnlich wie in Sachsen und Thüringen, die ihre grünen Landesverbände bekommen für die Politik, die die Grünen in der Ampel in Bund mittragen? Natürlich ist es kein Geheimnis, dass es in den letzten Wochen wenig Rückenwind aus dem Bund gab. Da wir sehen, dass die Ampel es nicht geschafft hat, den Menschen die Sicherheit zu geben, die sie suchen in diesen Zeiten. Es gab die Ära Merkel, die von einer starken Stabilität geprägt war. Diese Stabilität ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Wir haben es aber auch nicht geschafft, eine neue Stabilität zu schaffen innerhalb dieser Bundesregierung. Und das müssen wir alle ernst nehmen, denn wir sehen ja, dass die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den Parteien auf der anderen Seite immer größer wird. Und die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist es, diese Kluft zu schließen. Wir als Grüne sind absolut bereit, unseren Anteil dazu zu leisten. Was ist jetzt die konkrete Konsequenz für die Koalition, für die Ampelkoalition in Berlin? Ich habe ja gerade für uns schon 2 Konsequenzen gesagt. Das erste ist, dass wir uns nicht nur auf gegen rechts versteifen müssen, sondern tatsächlich zeigen müssen, wie die Demokratie das Leben der Menschen besser macht. Das zweite ist, dass wir näher an die Lebensrealität der Menschen ran müssen, insbesondere im Osten. Für die Ampel muss gelten. Wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, diese Sicherheit zu geben. Und da will ich auch klar sagen, es wird heute nicht reichen, einfach nur zu sagen, wir müssen besser kommunizieren, wir müssen besser erklären. Das können die Menschen zu Recht nicht mehr hören, denn wir haben nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern wir haben offensichtlich auch ein politisches Problem, wenn sich so viele Menschen von diesen Parteien abwenden. Für die Ampelkoalition im Bund könnte es aber auch bedeuten, für ihre Partner, dass ab 18 Uhr heute sozusagen der Bundestagswahlkampf beginnt und inhaltliche Kompromisse noch schwieriger werden, weil jeder Ampelpartner nur noch seins macht. Ich glaube nicht, dass es gut wäre für dieses Land. Natürlich müssen Parteien auch ihre eigenen Inhalte vertreten in einer Koalition. Natürlich muss man erkennen, wofür Parteien stehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Problem der Ampel in den letzten Jahren war, dass sie zu viele Kompromisse gemacht hat und zu wenig sich gestritten hat. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wovon die Leute doch zutiefst genervt sind, ist gar nicht, dass wir inhaltlich miteinander diskutieren, sondern dass am Ende ein Kompromiss geschlossen wird und 3 Stunden später niemand mehr sich daran erinnern kann und alles wieder aufgemacht wird. Da verliert man doch die Verlässlichkeit, die Menschen gerade in unsicheren Zeiten brauchen. Das heißt, ich kann nur an die Koalitionspartner appellieren, dass jetzt jeder sagt, na, jetzt machen wir noch mehr Profilierung, jetzt machen wir noch mehr jeden Kompromiss auf. Das ist vielleicht gut für die eigene Stimmung in der Parteizentrale, aber nicht für dieses Land und gewählt wurde von und für dieses Land. Trotzdem, die Grünen müssen ja schauen, dass sie nicht nur in der Ampel gute Arbeit machen, sondern dass sie sich vorbereiten auf die Bundestagswahl. Wenn man jetzt Bilanz unter dieses Wahljahr zieht, Europawahl, 3 ostdeutsche Landtagswahlen, das ist nicht gut gelaufen für Ihre Partei. Wie wollen Sie aus diesem Abwärtstrend wieder rauskommen? Wir erleben gerade einen negativen Trend. Das ist zweifelsohne der Fall. Und jetzt müssen wir alles darauf fokussieren, wie wir uns hier wieder rauskämpfen können. Ich glaube, dafür gelten 3 Dinge. Erstens, wir müssen wehrhafter werden im Umgang mit Narrativen, die gegen uns gesetzt werden, auch bei viel Desinformation.
Transformation, die unterwegs ist. Das aber nicht immer mit dem moralischen Zeigefinger, sondern gerne auch mal mit einer Prise Humor. Zweitens, wir müssen mehr zeigen, wofür wir stehen, insbesondere beim Klima- und Naturschutz, wobei aber auch klar ist, dass dieser Klimaschutz sozialer sein muss. Ich glaube, das sehen wir gerade mit Blick auf den Osten in besonderem Maße, welche Rolle dort die soziale Verlässlichkeit steht. Aber ein Bild nach vorne zu zeichnen, wo es hingeht und dabei drittens auch unsere eigenen Akzente zu setzen, nicht als jetzt eine Absage an die Verantwortung hat der Regierung. Wir tragen die Verantwortung und wir werden sie auch weitertragen, aber dass wir natürlich zeigen, wie wir es gerne gestalten wollen und dafür werden wir in den nächsten Wochen auch die strukturellen Voraussetzungen schaffen, uns für so eine Kampagne ausstellen. Aber für den heutigen Tag geht es mir erstmal um Brandenburg und nicht um das Jahr 2025. Im Wahlkampf war die Message klar. Wählt die Grünen, damit die AfD bloß nicht zu stark wird. Doch als die Wähler das Spiel durchschauten und stattdessen taktisch die SPD wählten, um die AfD zu schwächen, war das plötzlich falsch und unfair. Dass die Grünen selbst mit taktischen Wählen geworben haben, scheint Ricarda Lang vergessen zu haben. Wie immer gilt, taktisch ist nur gut, solange die Grünen davon profitieren. Dass die Grünen den Bezug zur Lebensrealität der meisten Menschen längst verloren haben, zeigt sich in dieser Wahl besonders deutlich. Statt Lösungen für die wirklichen Probleme der Bürger zu bieten, haben sie sich darauf konzentriert, moralische Vorträge zu halten und Panik vor der AfD zu schüren. Doch irgendwann reicht den Leuten das nicht mehr. Man kann halt nicht nur mit erhobenen Zeigefinger Politik machen. Anstatt die eigene Partei mal kritisch zu hinterfragen, tritt Ricarda Lang lieber nach unten, nämlich gegen die Wähler. Sie kritisiert, dass viele sich dazu entschieden haben, taktisch für die SPD zu stimmen, um die AfD zu stoppen. Aber was sagt das über die Grünen aus, wenn selbst taktisch denkende Wähler lieber zur SPD greifen? Vielleicht einfach mal reflektieren, Ricarda. Die Grünen haben sich in den letzten Jahren gerne als die moralischen Retter inszeniert. Jetzt, nach dieser deutlichen Klatsche, geht schnell in die Opferrolle, anstatt sich einzugestehen, dass ihre Inhalte nicht mehr ankommen. Geben Sie den Wählern die Schuld. Das ist das klassische grüne Muster. Wenn der Plan nicht funktioniert, ist natürlich jemand anders schuld. In diesem Fall die Bürger, die nicht so gewählt haben, wie es sich Ricarda Lang vorstellt. In einer Demokratie wählen die Bürger nach ihrem eigenen Ermessen und diesmal eben nicht die Grünen. Das ist die bittere Realität, die Ricarda Lang nicht zu akzeptieren scheint. Statt die Wähler zu beschimpfen, könnten die Grünen sich überlegen, warum ihre Botschaften nicht mehr ankommen. Aber das wäre natürlich zu einfach. Lieber wird noch ein bisschen über taktisches Wählen geheult, während die AfD jubelt und die Grünen ihre Koffer packen müssen. So Leute, das war's von mir für heute. Lasst mich wissen, was ihr über Ricarda Langs Ausreden denkt. Und vergesst nicht, zu liken und zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal.